Hallo, willkommen zurück bei Nagarjuna, Arya Nagarjuna. Und wir hatten an dieser Stelle hier angehalten. Wir hatten darüber gesprochen, wie Ursachen ihre Ergebnisse erschaffen. Und wir haben einen Abschnitt erreicht, der sich Shepa nennt. Wie genau funktioniert es, dass eine Ursache ein Ergebnis auslöst? Dann werden wir diskutieren, ob eine Ursache an und für sich, also selbst existieren kann. Dies ist alles ein Teil einer Idee in einer Diskussion über die Möglichkeit, dass Ursachen und ihre Ergebnisse nicht ein und dieselbe Sache sind, sondern getrennte Dinge. Was würden wir normalerweise sagen? Ist die Ursache das Ergebnis oder sind Ursache und Ergebnis getrennt? Was würden wir normalerweise denken? Genau, separat. Wenn die Ursache gleich dem Ergebnis wäre, dann müsste ich heute nicht hier sein, weil ich die Klasse bereits vorbereitet habe. Das hier wäre die Klasse. Jetzt werden wir also die Möglichkeit diskutieren, dass die Ursache und Ergebnis unterschiedliche Dinge sind, getrennt voneinander. Können sie getrennte Dinge sein? Und das ist ein bisschen kniffliger, denn das ist es, wie wir normalerweise denken. Und es gibt Stellen in diesem Buch, an denen Shoni Lama meiner Meinung nach sich schwer bemüht, einen Überblick zu schaffen. Er versucht, einen logischen Sinn in Nagarjunas Versen zu finden, insbesondere den gesamten Gedankenfluss. Er macht hier einen sehr interessanten Zug, einen Zug wie beim Basketball. Er sagt, kannst du diesem Abschnitt eine Gliederung geben, die er die 7 Gründe nennt, warum Ursachen und ihre Folgen nicht zu trennen sind. 7 Gründe, warum Ursachen und ihre Ergebnisse nicht voneinander getrennt sein können. Und er geht diese 7 Abschnitte durch und wird auf die 7 Probleme eingehen, die mit dieser Idee verbunden sind. Und persönlich kann ich mich erinnern, als ich diesen Abschnitt erreichte, fühlte es sich so an, als ob er sich wiederholt. Es fühlte sich so an, als würden die Ideen auftauchen, die er schon zuvor behandelt hatte. Und ich habe es immer wieder geprüft und geprüft. Und ich glaube, das, was wir zuvor besprochen haben, war hauptsächlich im Zusammenhang mit der Zusammenkunft der Ursachen und Bedingungen. Wenn die Ursachen und Bedingungen zusammenkommen, welche Beziehung besteht zwischen den beiden, dem Ergebnis? Und jetzt trennt er die Ursachen aus dem Zusammenhang mit den Bedingungen heraus und sagt, was die spezifische Verbindung zwischen der Ursache an sich und ihrem Ergebnis ist. Die Ursache unabhängig von der Entstehung der Ursachen und Bedingungen. Aber du wirst die gleichen Argumente hören und dann wirst du verwirrt sein, weil du denken wirst, wir hätten das bereits behandelt. Es gibt also 7 verschiedene Möglichkeiten. Und es gibt einen großen Fehler in der tibetischen Darstellung und es hat eine Weile gedauert, das herauszufinden. Und wir werden auch das diskutieren. Hier sind also die 7, ich werde sie zunächst kurz nennen und dann besprechen wir sie im Detail. Möglichkeit Nummer 1, das Ergebnis wird ausgelöst durch eine Ursache, die bereits aufgehört hat. Aber sie ist irgendwie noch vorhanden. Nummer 2, das Ergebnis wird ausgelöst und im Tibetischen und im Sanskrit sagt man aus Sicht der Ursache. Was bedeutet, dass die Ursache irgendwie vorausschauen kann und ein Ergebnis kommen sieht. Ich nenne es Vorfreude, aber er spricht hier von in Sicht, die Ursache im Blick. Das bedeutet so viel wie, dass das Ergebnis sich im Sichtfeld der Ursache befindet. Das ist also eine der anderen Möglichkeiten. Und in diesem Fall wäre die Ursache und das Ergebnis getrennt. Und das wird diskutiert. Die dritte Möglichkeit, dass das Ergebnis ausgelöst wird. Wir werden diskutieren, ob das Ergebnis durch den Kontakt mit der Ursache ausgelöst wird oder nicht. Kann es einen Kontakt zwischen Ursache und Ergebnis geben? Das ist eine schwierige Frage. Wieso? Denn zum Zeitpunkt, an dem das Ergebnis erscheint, ist der Kontakt. Genau, dann ist die Ursache vorbei. Wie können Sie also jemals Kontakt zueinander haben? Wenn Sie keinen Kontakt haben, wie könnte dann die gleiche Ursache nicht auch eine Pizza hervorbringen, die du mir heute Abend kaufen wirst? Nur so als Beispiel. Nummer 4. Ist die Ursache
die zurzeit kein Ergebnis hat, Ursache oder nicht. Ist das Ergebnis irgendwie vorhanden zur Zeit der Ursache, innerhalb der Ursache als Potenzial zum Beispiel? 5. Möglichkeit. Und das ist, wo der tibetische Holzschnitt abgebrochen ist. Bedeutet die Tatsache, dass ein Ergebnis ausgelöst wird, dass eine inhärente Ursache und Ergebnis enthalten sind. Das ist der Punkt, an dem das Tibetische aufhört. Es ist schwierig, aber wir werden darüber sprechen. Möglichkeit Nummer 6. Wird das Ergebnis durch eine Ursache ausgelöst? Wenn das Ergebnis durch eine Ursache ausgelöst wird, ist die Ursache die gleiche wie das Ergebnis oder getrennt vom Ergebnis. Wir haben bereits darüber gesprochen, dass sie unabhängig sind und wir werden nochmal drauf eingehen. Nummer 7. Hat das Ergebnis, das durch eine Ursache ausgelöst wird, hat es eine eigene Natur oder nicht? Welchen Zustand hat das Ergebnis? Gehen wir also eins nach dem anderen durch und du wirst sehen, alle 7 am Stück zu beschreiben ist zu viel. Es tut mir echt leid. Hier ist Möglichkeit Nummer 1. Um es zu wiederholen, Möglichkeit Nummer 1 von 7 oder Mini-Überprüfung, Mini-Untersuchung war: Es ist möglich, dass ein Ergebnis durch eine Ursache ausgelöst wird, die zuerst beendet sein muss. Und dann erst kommt das Ergebnis. Verstanden? So denken wir normalerweise über Dinge. So wie der Samen aufhört und der Baum anfängt. Sowas in der Art. Er wird also untersuchen, ob es möglich ist, dass das Ergebnis durch eine Ursache ausgelöst wird. Wobei diese Ursache technisch gesehen bereits aufgehört hat, weil sie zum Ergebnis wurde. Das ist eine andere Frage. Und hier, wenn man das Tibetische liest, benutzt Nagarjuna das Wort Nupa für angehalten, für die Ursache. Und Nupa bedeutet, dass die Sonne untergeht oder dass das Dharma aus der Welt verschwindet. Das ist ein Verb. Und er hat dieses Verb für die Ursache benutzt. Verschwindet die Ursache hinter dem Horizont, bevor das Ergebnis zum Vorschein kommt. Das ist die Art, wie er es ausdrücken will. Wie kann das sein? Wie kann also die Ursache aufhören und dann erst das Ergebnis hervorbringen? Es gäbe keine Beziehung zwischen Ursache und Ergebnis, zwischen Ursache und Wirkung, weil es ein Prinzip der buddhistischen Logik ist, dass wenn 2 Dinge eine Beziehung haben sollen, müssen beide existieren. Da. Was sind die 2 möglichen Arten von Beziehungen? Das ist eine andere Geschichte. Okay, ich erzähle sie euch. Anna, ist eine andere Geschichte, zu lang. Wie auch immer, damit 2 Dinge eine Beziehung zueinander haben können, müssen sie beide im Raum sein, grundsätzlich. Und wenn einer von ihnen bereits verschwunden ist, dann gibt es keine Diskussion über eine Beziehung. Okay? Aber wenn du sagst, dass die Ursache irgendwie noch da ist, zu der Zeit, wenn das Ergebnis erscheint, dann gibt es auch hier ein Problem. Denn dann gäbe es einen Teil des Ergebnisses, das zur Zeit der Ursache noch vorhanden war, bevor das Ergebnis eingetreten ist. Wenn sie sich irgendwo berühren, gibt es ein Problem. Wenn die Ursache im Jahr 2011 passiert ist und das Ergebnis im Jahr 2012 eintrat und irgendwie berühren sie sich gegenseitig, dann war es Mitternacht am 31. Dezember und sie haben sich sowas wie 10 Minuten geteilt, als hätten sie sich irgendwie gedehnt. Und wenn sie nie Kontakt aufnehmen, dann könnte alles verursachen, weil es keinen notwendigen Kontakt gibt zwischen der Ursache und dem Ergebnis. Dann könnte jegliches Ergebnis aus jeglicher Ursache hervorgehen. Und das ist das gesamte Argument. Du siehst also hier ein Bild von einem Kaninchen, das aus einem Hut kommt. Ich habe versucht, etwas zu finden, wo man ein Ergebnis ohne Ursache erhält, ohne sichtbare Ursache in der Nähe. Und so sieht das also aus. Das ist das Gefühl dahinter. Wir wissen nicht, woher das Kaninchen kam. Das Kaninchen war nicht in dem Hut, als er noch nicht da war, aber in dem Moment davor, es war kein Kaninchen da. Trotzdem ist es einfach herausgesprungen. Quasi eine Wirkung ohne Ursache, ein Ergebnis ohne Ursache. Das ist es, was das Bild zeigen soll.
Also diese erste Möglichkeit ist, dass die Ursache aufgehört hat und dann erst das Ergebnis kommt. So denken wir instinktiv darüber, wie Ursache und Wirkung funktionieren. Und ich stimme zu, Ursache und Wirkung können nicht zur gleichen Zeit existieren. Dann wird es unübersichtlich. Aber wie wäre es, wenn die Ursache einfach bis zu einem bestimmten Punkt geht und dort aufhört? Und dann beginnt das Ergebnis. Können wir das nicht sagen? Er sagt, nun, dann hast du ein Ergebnis ohne eine Ursache, was nicht möglich ist. Das ist wie ein Kaninchen, das aus dem Hut kommt. An dem Punkt wurde mir ziemlich unwohl und ich hatte eine tiefe Erkenntnis, über die ich schon seit ein paar Tagen nachdenke. Nirgendwo in diesem Buch gibt er dir irgendeine Lösung. Nirgendwo. Es ist, als ob man sich nur über seine Frau beschwert und nie einen positiven Vorschlag macht. Weißt du, was ich meine? Im ganzen Buch wird gesagt, was die Dinge nicht sind. Schon der Eröffnungsvers. Ohne Nepper. Er beschreibt keine Alternative zu nichts, weil was das abhängige Entstehen ist. Darauf geht er nie ein. Niemand in diesem Buch gibt eine wirkliche Erklärung von mentalen Samen und Projektionen und Dinge, die erschaffen werden. Es gibt keine Erklärung in diesem Ursprungstext oder im Kommentar. Keine spezifische Erklärung dafür, wie Dinge erschaffen werden. Wie die Erklärung des Stifts, die fehlt hier. Und hier wird es richtig unheimlich. Es wird ungemütlich für das Publikum, denn jetzt sagt er, es sei nicht möglich, dass die Ursache aufhören könnte und dann ein Ergebnis dabei herauskommt. Es ist auch nicht möglich, dass die Ursache nicht aufhören konnte und ein Ergebnis entsteht. Er wiederholt dann immer wieder von Natur aus. Diese Dinge können nicht von Natur aus geschehen, nicht von ihrer eigenen Seite. Sie geschehen nicht aus sich selbst existent. Aber er sagt dir nie, was die Alternative ist. Er erklärt nie, wie es wäre, wenn etwas beginnen würde durch geistige Samen oder durch Abhängigkeit. Er sagt es einem nie. Er sagt nur, dass es durchgehen, was es nicht ist, wie es nicht funktioniert. Im ganzen Tag. Es ist wie ein Nichtbuch, wie ein schlechter Tag mit deinem Partner oder so. Die reden einfach weiter, sagen, was ihnen nicht gefällt, aber nie, was mir ihm gefällt, was ich mag. Und du kommst zum Ende des Buchs und er hat es dir nicht gesagt, was er mag. Und deshalb dachte ich, sollten wir mal über Eiscreme sprechen. Und das hier ist ein besonders wichtiges Bild für den Rest deines Lebens. So schaffen Ursachen tatsächlich Wirkungen. So funktioniert es tatsächlich. Denn niemand sagt dir, im ganzen Buch wird nicht erwähnt, er sagt einfach immer wieder, was es nicht stimmt. Er will, dass wir ringen, er will, dass wir denken, was geht hier wirklich vor? Aber er verrät es uns nie. Er sagt immer nur wieder, das ist es nicht und so ist es nicht und so auch nicht. Und du wirst sehen, er sagt es einfach immer wieder. Es gibt kein Kapitel namens die Schokoladensoße. Weiter geht's. Die weiße Eiscreme repräsentiert die Teile einer Sache wie die Teile eines Autos oder die Teile eines Stifts. Habt ihr zufällig einen Stift? Ich habe einen Stift. Stift und enge Jeans passen nicht zusammen. Ich krieg's nicht raus. Ja, okay. Also, der Stift von gestern hat nichts mit dem Stift von heute, hat nicht den Stift von heute verursacht. Oder die Fabrik, die Stiftfabrik, welche die Ursache ist, hat diesen Stift nicht hergestellt. Dieser Stift ist nicht das Ergebnis einer Stiftfabrik in Japan oder irgendwo anders. Also was ist hier wirklich los? Nun, entweder hat die Fabrik geschlossen und der Stift kam heraus, die Ursache hörte auf und dann erschien der Stift. Sie stoppten die Produktion an diesem Tag und morgen kam der Stift heraus. Irgendwie sowas. Am Ende des Tages kam der Stift heraus und dann sind alle nach Hause gegangen. Fabrik, das war's. Die Fabrik, die diesen Stift hergestellt hat, gibt es nicht mehr. Vielleicht ist die Fabrik von morgen da. Die andere Möglichkeit, dass genau die gleiche Fabrik, die diesen Stift hergestellt hat, immer noch dasselbe macht, was sie mit diesem Stift gemacht hat, während der Stift noch dort war.
Die Fabrik stellt immer noch diesen Stift her, nachdem Geshe-la bereits mit dem Stift geschrieben hat. Also, das wäre die andere Möglichkeit. Was passiert hier wirklich? Gestern waren wir unterwegs mit Seiji und wir haben Eis gegessen. Es gab 2 Sorten Eis. Sagen wir Erdbeere und Vanille. Okay. Denke über diese, als wären sie Teile eines Stifts. Hier ist also die Erdbeere und das hier ist die Kugel Vanille. Und dann gibst du beides in eine Schüssel und dann gießt du Schokoladensauce darüber. Und so in der Art erschaffen wir Dinge. Es gibt eine untere Hälfte des Stifts und es gibt eine obere Hälfte des Stifts. Beide sind da. Sie sind da, wenn wir den Raum betreten und dann nimmt unser Verstand diese beiden Teile wahr. Und dann öffnet sich ein Samen in meinem Geist und ein Bild kommt heraus. Ich nenne es gerne ein leuchtendes Bild, weil es an dem Tag, an dem du siehst, wie Bilder aus deinem Kopf kommen, werden sie wie Neonbilder aussehen. Neon. Sie sind hell, sie leuchten, sie sind künstlich hell. Das Bild eines Stifts sieht nicht so aus. Wenn sich ein geistiger Samen für einen Stift öffnet, ist das, was aus deinem Geist herauskommt, ein gut definiertes, neonfarbenes Bild eines Stifts. Und dann fliegt es. Das ist sogar eine körperliche Empfindung dieses Samenkorns, dieses Bildes, leuchtenden Bildes, das aus deinem Geist herausfliegt, irgendwo aus deiner Stirn, was seltsam ist, aber so fühlt es sich an und dann landet es auf den Objekten. Es landet auf den Teilen und vereinigt sie. Und dann hat der Hund ein anderes Bild, das aus seinen karmischen Samen herauskommt. Und das ist ein Bild von einem Kauspielzeug und es landet auf denselben 2 Kugeln aus Eiscreme und überzieht sie. Und dann wird es zu einem, wie nennt man das? Toffee. Karamell-Eisbecher oder so. Es ist wie eine Art Überzug, deshalb habe ich dieses Bild gewählt. Früher habe ich ein anderes Bild verwendet mit einer Art dünnen Streifen aus Schokolade drauf, aber das hat mir nicht so gut gefallen. Wenn du wirklich siehst, wie es passiert, wird es fast eine vollständige Beschichtung sein, aber nicht ganz. Es wird so aussehen, als ob Schokoladensauce auf Eiscreme gegossen wird. Wenn du es schließlich selbst siehst, was innerhalb von ein paar Stunden passiert, in denen man die Leerheit direkt sieht, dann wirst du sehen, wie dein Geist diese Bilder macht. Das ist es, was wirklich passiert. Es gibt eine Ursache, nämlich einen Samen. Es gibt ein Ergebnis, ein Baum. Und die Beziehung zwischen den beiden ist eine künstliche Schöpfung deiner mentalen Samen. Und diese Ursache-Wirkungsbeziehung ist die Schokoladensauce und die 2 Kugeln aus Eiscreme sind der Samen und der Baum. Und was Nagarjuna stört, ist, dass ohne die Schokoladensauce gibt es keine und es kann keine Beziehung geben. Denn wenn sie sich irgendwo berühren, dann ist dieser Teil der Eiscreme, Vanille und Erdbeere und das ist nicht möglich. Also entweder sie berühren sich oder sie berühren sich nicht. Wenn sie sich berühren, geht eine dritte Sache vor sich. Wenn sie sich nicht berühren, wie können sie dann Ursache und Wirkung sein, wenn sie sich doch nie berühren? Die Antwort, die Pointe ist, dass deine geistigen Samen sowas wie einen Fallschirm auswerfen, der die beiden Kugeln aus Eiscreme überdeckt. Ursache und Wirkung und dein Geist erschafft die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung, die Illusion einer Beziehung zwischen Ursache und Wirkung. Das ist es, was wirklich vor sich geht. Ich glaube nicht, dass es jemals in diesem Buch gesagt wird. Daher dachte ich, es wäre schön, es hier zu erzählen, weil es sonst frustrierend ist. Die Pointe ist fast immer die gleiche. Die Ursache kann das Ergebnis nicht berühren, denn dann gäbe es einen Berührungspunkt, an dem das Ergebnis in der Vergangenheit existierte. Und sie können sich nicht berühren, denn dann könnte dieser bestimmte Samen eine Pizza verursachen oder Inflation oder einfach seltsame Dinge, die nichts miteinander zu tun haben. Aber sie können nicht miteinander verbunden sein, denn dann müssten sie gleichzeitig existieren. Wenn sie in irgendeiner Weise verbunden sind, in irgendeiner Weise eine Beziehung besteht, dann muss ein Teil von einem in der Vergangenheit sein oder ein Teil des anderen muss in der Zukunft liegen. Und das ist auch nicht möglich. Es wird frustrierend, wenn dir das niemand erklärt. Und er macht hier einfach weiter. Deswegen. Die Antwort ist, dein Verstand stellt die Verbindung her zwischen Ursache und Wirkung. Dein Verstand sieht die Verbindung, wo der Verstand von jemand anderem vielleicht keine Verbindung sieht.
Und für sie könnte die Verbindung anders aussehen. Und das ist eine coole Sache. Die Pointe, aber die Superpointe ist, dass das der Beweis dafür ist, dass man nett zu anderen Menschen sein muss. Übrigens, wenn dir jemand die Leerheit von Ursache und Wirkung erklärt und nichts darüber sagt, nett zu anderen Menschen zu sein, dann glaube ich nicht, dass sie es verstanden haben. Ich glaube nicht, dass sie es verstehen. Wenn sie nicht über Moral sprechen, sagen wir innerhalb von 3 Minuten, dann verstehen sie es nicht wirklich. Denn die natürliche Frage eines jeden menschlichen Wesens wäre: Ich mag 2 Kugeln Eiscreme und Schokoladensauce Gisela, wie bekomme ich sie? Wie mache ich es möglich? Und wenn die Ursache und Wirkung Eiscreme-Schokosoßen-Theorie richtig ist und du sie verstanden hast, ist die nächste Frage, die du mir stellen solltest, wie man die richtige Soße macht, um die 1 Million Dollar zu bekommen oder sowas in der Art. Hör auf, so hart zu arbeiten, richtig? Ja? Wie kann ich das anstellen? Und wenn du diese Frage nicht stellst, dann habe ich den Verdacht, dass du nicht verstanden hast, worum es geht. Nämlich, wenn meine karmischen Samen die Soße erschaffen, die Ursache und Wirkung miteinander verbindet, wie kann ich mehr Soße für Geld erzeugen oder für Liebe oder gute Gesundheit oder für geistigen Frieden? All die anderen guten Dinge, eine bessere Welt. Ich werde auf die Schokoladensoße zurückkommen von Zeit zu Zeit während der nächsten Klassen, nur um dich daran zu erinnern, wie es wirklich funktioniert. Denn wenn wir die 7 schlechten Optionen diskutieren, wie Ursache und Wirkung tatsächlich funktionieren, dann müssen wir uns daran erinnern, die Schokoladensoße zu vergessen. Wir müssen daran denken, die Schokoladensoße zu vergessen. Wir dürfen nicht über Karma reden. Wir können nicht über Dinge reden, die von mir kommen. Wenn wir sagen selbst existent, dann sprechen wir von unabhängig von meinem leuchtenden Bild. Verstanden? Das solltest du dir merken. Wenn alle diese 7 Optionen alle selbst existent sind und er wiederholt das immer und immer wieder und du fängst an, es nicht mehr zu sehen, weil er es ständig wiederholt, aber du musst das sagen. Du musst das sagen. Es sind 7 schlechte Optionen, weil sie alle Ursache und Wirkung beinhalten, die von ihrer eigenen Seite kommen, die aus dieser Richtung kommen. Alles klar, also vergiss die Schokoladensauce nicht. Ich vergesse sie nicht. Ich werde hier ein paar Sanskrit-Wörter einwerfen, die ich für hilfreich halte. Ich versuche diese Wörter zu begrenzen. Ich versuche es bei ca. 20 Wörtern zu belassen. Ich will euch nicht überfordern. Und ich möchte auch euch keine Worte beibringen, die ihr nie benutzen werdet oder die ihr nie sehen werdet. Ich möchte dir die wirklich wichtigen mitgeben, die so etwas wie Werkzeuge sind, die man unbedingt haben sollte. Also ein Wort, über das ich jetzt sprechen möchte, wird Samgati genannt. Im Tibetischen heißt es Langshik Fritpa. Und das heißt so viel wie Kontakt herstellen. Bedeutet gleicher Ort und gleiche Zeit. Ich nenne es den entscheidenden Moment, wenn Ursache und Ergebnis vermeintlich in Kontakt kommen, wie der Same und der Baum. Es gibt einen speziellen kleinen Kontaktpunkt, von dem ein Mathematiker sagen würde, dass es ein Punkt ist, ein Punkt ohne Breite, ein theoretischer Punkt, ein Berührungspunkt. Das nennt man also Langchin Chapa. Sie berühren sich gegenseitig. An irgendeiner Stelle berührt der Samen den Baum. Und das Gadi kennst du aus dem Herzsutra. Was bedeutet das? Gadi Gadi Paragati Parasamgati Bodhiswaha. Ja, go, 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 go. Wirklich gehen. Also, Gadi wird zu dem Wort go in Englisch. Es ist einfach. Gam ist der vollständige Stamm und kommt von dort, falls es dich interessiert. Das andere Wort, das du lernen sollst, ist Vishtva. Es bedeutet gesehen oder das Sehen. Wir werden darüber sprechen, wie ich schon sagte, im Sinne des Voraussehens oder des Potenzial für eine
Ergebnis und eine Ursache, denn wenn du dich nicht wohlfühlst, wenn die Ergebnisse aufhören und danach erst ihre Ursachen beginnen, würdest du dich dann wohler fühlen, wenn wir sagen, dass die Ursache das Ergebnis vorhersieht? Würdest du dich wohler fühlen damit, dass das Ergebnis irgendwie durch die Ursache vorweggenommen wird? Fühlst du dich damit wohler? Er wird diese Möglichkeit besprechen. Er sagt nicht das Wort vorhersehen, er sagt in Sichtweite von. Liegt das Ergebnis in Sichtweite der Ursache? Sieht die Ursache irgendwie das Ergebnis voraus? Und das Ergebnis ist ein bisschen weiter entfernt als die Berührung, aber es ist immer noch da. Noch nicht, aber es ist da. Es ist sowas wie ein Potenzial. Und ich mag diese Wurzel, das indoeuropäische Stirk, nicht Dork. Dirk bedeutet im indoeuropäischen Sehen. Und das Wort Drache kommt von dort. Denn Drache ist derjenige mit dem bösen Blick. Das Wort Drache bedeutet der mit dem bösen Blick. Der mit dem Auge. Ich habe mein 3-jähriges Retreat in den Dragoon Mountains gemacht. Und ich war neugierig, ob es einen Zusammenhang gibt zu einem Drachen. Und es sieht ganz so aus, irgendwie. Ich weiß nicht mehr warum. Aber du kannst es nachschlagen. Es bedeutet eine besondere Art von Krieger. Eine Wache im gewissen Sinne vielleicht derjenige mit den Augen. Das letzte Wort, das ich gerne hier im Sanskrit erwähnen möchte, ist Shunya, sprich Shunya. Langes U, Shunya. Und es bedeutet Dong. Das bedeutet ohne. Und es erfordert das Instrumental. Im Englischen sagt man also, dieses frische Taschentuch ist frei von Schnotter. Jetzt ist es nicht mehr frei von Schnotter. Genau, das bedeutet frei von. Ich habe versucht, eine Ausrede zu finden, um es zu benutzen. Im Englischen sagt man also devoid of. Und das bedeutet, dass es ein frisches Taschentuch ist und es enthält noch keine anderen Dinge. Aber in den asiatischen Sprachen, Tibetisch und Sanskrit, muss man das Instrumental benutzen. Leer von, devoid by. Erinnere dich einfach daran. Es wird sich noch als nützlich erweisen. Du sagst nicht leer von, sondern frei von. Zum Beispiel das frei von Schnodder und nicht leer durch. Ich wusste, ihr wollt das wissen. Aber das Problem ist, er wird Dong in 2 verschiedenen Bedeutungen benutzen. Ich habe das Wort heute nachgeschlagen, weil ich mich nicht daran erinnern konnte. Äquivalent. Er wird das Wort leer in 2 verschiedenen Bedeutungen benutzen und er schummelt hier ein bisschen. Wir werden noch sehen, warum. Eine Sache, die er sagt, weil es nicht leer von einem Ergebnis sein kann, weil ein leeres Ergebnis leer wäre. Es wäre wie Namkemeton, eine Blume, die mitten in der Luft sprießt, ohne Wurzeln, ohne Wasser, ohne Erde, nichts, nur pup. Er benutzt es in einem Sinne der Leerheit als einen Raum und dann wird er wechseln zwischen 2 Arten von Leerheit. Also achte einfach darauf, wenn du sagst Dongba oder Dongbani, bedeutet das die Leerheit oder die Leerheit von Selbstexistenz. Wenn du einfach nur Dong sagst, Shunya hier, Shunya, nicht Shunyata, nicht Leerheit, sondern einfach nur leer, dann ist nicht klar, wovon du sprichst. Könnte leerer Geist sein, es könnte eine leere Tasse sein, könnte leer von Selbstexistenz sein, wir wissen es noch nicht. Ich sage nur, achte darauf. Shunya ist für sich genommen mehrdeutig. Man braucht jemanden, der dir sagt, welches Shunya. Es hat ein langes U, das oft zu Au wird. Alle Sanskrit-Vokale haben 3 Betonungsstufen. Kurzes U, langes U und dann Au. Und dann wird Au zu O. Und Au wird zu Eiv. Au als Kombination im alten Sanskrit, Griechisch, Latein ändert sich oft zu AV, sodass Shu zu Höhle wird, als Hohlraum, weil sich das
U geändert hat, ändert sich das AU in AV. Und das C änderte sich, es wurde ein K aus einem weichen S und wurde zu Cave, Höhle oder Cavity, Hohlraum. Gewölbe kommt von hier, Anschwellen kommt hiervon und Loch ebenso, weil das H von K kommt und so weiter. Aushub, Haufenwolken, Kirche kommt hiervon, denn eine Kirche wurde ursprünglich wahrgenommen als mächtige Dinge mit Macht im Inneren. Innen leer, wie die Macht, die einfach immer weiter wächst. Kirchen wurden als Orte heißer Luft oder der Expansion gesehen, so ungefähr. Nein, Ausdehnung der Macht, nicht heißer Luft. Okay, diese Werte werden sich noch als nützlich erweisen. Ich werde sie noch einmal sagen. Samgati, das bedeutet, wenn es jemals ein Treffen der beiden gibt. Drishtva bedeutet, dass wir sehen können oder ein kommendes Ergebnis vorhersehen, selbst zur Zeit der Ursache. Und dann Shunya, wenn wir sagen, die Ursache oder das Ergebnis ist leer, was meinen wir damit? Weiter geht's. Denk daran, dass wir durch die 7 Kombinationen von Möglichkeiten gehen und das ist die zweite. Das Ergebnis wird ausgelöst und eine Menge der Möglichkeiten sind Fragen. Ist es das oder ist es das? Möglichkeit Nummer 2 ist, wird das Ergebnis in Sichtweite der Ursache ausgelöst oder nicht? Wird das Ergebnis in Sichtweite der Ursache ausgelöst, mit Blick auf die Ursache? Was bedeutet irgendwie in Gegenwart der Ursache? Steht die Ursache immer noch herum, wenn das Ergebnis erscheint? Und ist die Ursache in der Lage, das Ergebnis zu sehen? Kann das Ergebnis in gewissem Sinne von der Ursache vorhergesehen werden? Und das sind seine Argumente. Er sagt, beides ist falsch. Weder wird das Ergebnis von der Ursache vorhergesehen, noch wird es von der Ursache nicht vorhergesehen. Es ist nicht so, dass die Ursache das Ergebnis vorhersehen kann. Wenn du davon sprichst, etwas zu sehen, sollte die Sache, die man sieht, bereits existieren. Wenn du davon sprichst, etwas zu sehen, wenn du etwas siehst, sollte es schon geschehen sein, bereits ins Leben gerufen worden sein. Wenigstens als Potenzial sollte es in Erscheinung getreten sein, als ein mögliches Ergebnis. Und es würde keinen Grund geben, dass die Sache wieder passiert. Wenn eine Sache vorweggenommen werden könnte, wenn man ein Ergebnis in der Zukunft sehen könnte, das möglich oder wahrscheinlich ist, dann hat man in gewisser Weise schon den Kontakt mit diesem Ergebnis aufgenommen. Und es gäbe keinen Grund mehr dafür, um wieder zu wachsen. Damit ein weiteres Ergebnis passiert, bloß dieses eine. Wenn das Ergebnis nicht eingetreten ist, gibt es keine Möglichkeit, es vorherzusehen. Man könnte es nicht sehen. Wenn es keinen existenziellen Zustand hätte, dann könnte man es nicht sehen. Wenn man es sehen könnte, dann hätte es einen existenziellen Status und es gibt keinen Grund dafür, dass es ein zweites Mal passieren sollte. Wenn du jetzt sagen würdest, ich habe ein potenzielles Ergebnis gesehen, dann wäre das etwas anderes. Aber wenn du sagst, ich sehe das Ergebnis, wie ist das von innen nach außen? Und er sagt, wenn das Ergebnis so sicher ist, das kommende Ergebnis so zuverlässig ist, dann gibt es keinen Grund für die Ursache zu arbeiten, so hart zu arbeiten, um es zu erschaffen. Dann sagt er, der Job, den die Sache hätte, wäre Arbeitslosengeld zu beantragen. Nächstes Bild. Sein Job wäre quasi schon erledigt und sie würde gefeuert werden, weil die Stelle bereits besetzt ist. Aber wenn du sagst, dass die Ursache kann das Ergebnis nicht vorhersehen und kann das Ergebnis nicht kommen sehen, wenn es nicht notwendig ist, in der Lage zu sein, ein mögliches Ergebnis zur Zeit der Ursache zu sehen, und wenn es nicht möglich ist, dann macht es Sinn, dass alle möglichen Ergebnisse aus einer einzigen Ursache entstehen, weil es keinen Grund gibt, warum das eine Ergebnis wahrscheinlicher ist als das andere. Wenn ein Ergebnis nicht wahrscheinlicher ist als ein anderes, dann würde es Sinn machen, dass eine einzige Ursache ein beliebiges Ergebnis auslösen kann.
wenn es keine Wahrscheinlichkeit für ein ähnliches Ergebnis mehr gibt, als für ein nicht ähnliches Ergebnis, weil man es nicht vorhersehen kann und es noch keinen existenziellen Status in der Gegenwart hat. Okay. Wir haben ein Bild dafür. Ich habe vergessen, welches es war. Ah ja, er sagt, alle möglichen Ergebnisse würden durch eine einzige Ursache ausgelöst werden, wenn man von einer Ursache nicht vorhersehen könnte, welches bestimmte Ergebnis aus einer bestimmten Ursache entstammt. Dann würden alle möglichen Ergebnisse aus einer einzigen Ursache entstehen. Wenn es keine Wahrscheinlichkeit gäbe, dass ein bestimmtes Ergebnis eintritt als ein anderes, dann würde ein Weizensamen ein ganzes Weizenfeld erschaffen, weil es keine Wahrscheinlichkeit mehr gibt, dass es einen Weizenhalm erzeugt als jeden anderen Weizenhalm. Es gibt keine Wahrscheinlichkeit mehr. Die Quoten würden gestrichen werden. Wenn es keine Menge eines Ergebnisses gäbe, die zum Zeitpunkt der Ursache vorhanden war, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle Dinge eintreten, gleich 100%. Und die Wahrscheinlichkeit, dass eine Sache passiert, ist 0%, weil man es nicht vorhersehen kann, weil es noch keine Existenz hat, nicht einmal als Potenzial, weil es keine Beziehung gibt. Sie sind völlig getrennt voneinander. Sie teilen keine Art von Beziehung, sie halten nirgendwo Händchen. Alles klar? Übrigens, hier ist ein kleiner Ranglu. Tim, was ist das? Ranglu. Tut mir leid, ich habe eine Allergie, entschuldigt bitte. Sag nochmal. Ja, Rangluk ist. Luk ist hier ein seltenes Vorkommnis, wo er sagt, was denken wir? Ich beschwere mich, dass er das nicht erwähnt hat. Er hat doch noch nicht über Eis gesprochen. Aber er hat ein ziemlich lahmes Rangluk hier. Unsere Position, wenn du es genauer wissen willst, ist, dass die Ursache kein Ergebnis erzeugt, das vorhergesehen werden kann, aber dennoch widerspricht das nicht der Aussage, dass es keine Ursache schaffen kann an und für sich. Kannst du ein Ergebnis vorhersehen? Nein. Bedeutet das, dass eine Ursache schaffen muss, dass die Ursache ein Ergebnis an und für sich schaffen muss? Auch nicht. Es ist nicht widersprüchlich zu sagen, eine Ursache hat keine eigene Natur, wenn sie ihr Ergebnis nicht vorhersieht. Ich wiederhole das nochmal. Wenn unsere Seite sagt, dass es kein bestimmtes Ergebnis vorhersehen, dass wir kein bestimmtes Ergebnis vorhersehen können auf Basis einer bestimmten Ursache, dann widerspricht das nicht der Aussage, dass wir auch sagen, dass die Ursache nicht automatisch zu einem bestimmten Ergebnis führt. Und er hilft uns damit nicht. Er geht einfach weiter. Und hör dir einfach die Aufnahme 3-mal hintereinander an. Okay, Option Nummer 3 von 7. Das Ergebnis wird ausgelöst durch den Kontakt mit der Ursache. Untersuchen wir Untersuchen wir, ob das Ergebnis durch den Kontakt mit der Ursache ausgelöst wird. Gibt es einen Kontakt zwischen der Ursache und dem Ergebnis oder nicht? Und werden wir uns anschauen, aber es ist ziemlich lang. Es sind 4 Verse in Sanskrit, was sehr ungewöhnlich lang ist. Es gibt eine Menge Optionen hier und wir werden damit anfangen. Und nebenbei bemerkt, eine der Zeilen des Tibetischen fehlt, was es noch interessanter macht. Und ich habe es aus dem Tengyur wiederhergestellt, aufgrund der Tatsache, dass wir ALL haben, die das gesamte Tengyur eingegeben haben, die das einzige Tengyur außerhalb von Tibet wiederhergestellt haben, das einzige in Indien, weil ALL die ersten waren. ALL brachte das erste Tengyur aus Tibet in der Neuzeit. Und das war eine ziemlich abenteuerliche Geschichte. Wir sollten sie eines Tages erzählen. Okay, ich erzähle es euch. Wir haben noch ein paar Minuten. Es gibt eine Druckerei namens Derge in Osttibet.
Und ich kann über die Rotgardisten sprechen. Während der Kulturrevolution kamen die Roten Garden, um die Bibliothek zu verbrennen. Und es gab da einen Mönch, der versuchte, die Bibliothek zu beschützen. Und es war eine Armee, die einem einzelnen Mönch gegenüberstand. Und er hatte diese Inspiration. Er zog all seine Kleider aus und er ging und holte eine Axt. Und er tanzte um die Tür der Bibliothek mit seiner Axt und sagte, jeder, der hier reinkommt, verliert seinen Kopf. Und sie riefen den General der Armee. Das ist die Geschichte, die ich gehört habe. Und der kam rauf und er fragte, was ist hier los? Und sie sagten, wir wollen die Bibliothek verbrennen, aber da ist dieser verrückte Mönch, der da wohnt. Der hat eine Axt und er droht damit jedem den Kopf abzuschlagen, der kommt. Und er hat seinen Penis raushängen. Das ist verrückt. Was sollen wir tun? Sollen wir ihn einfach erschießen? Und er sagt, nein, nein, lasst ihn, wir erledigen das später und verbrennen die Bibliothek später. Und dann haben sie es vergessen. Sie sind nie zurückgekommen und so haben diese Blöcke aus der Zeit um 1700 überlebt. 210 Bände mal 1000, 210.000 mal 2, weil man Vorder- und Rückseite rechnen muss. Und jetzt geht es um 500.000 Blöcke, weil es einen separaten Block für Vorder- und Rückseite gibt. Und manchmal machen sie es richtig und setzen die Rückseite der Seite, manchmal machen sie es nicht richtig und setzen Rückseite der Seite 1 auf Seite 3 und so weiter. Aber das macht das Leben erst interessant. Wie auch immer, 500.000 Blöcke haben überlebt und es wurde keine Kopie gedruckt für 30 Jahre aus den Blöcken aus der Zeit um 1700. Und dann hat ALL es geschafft. Durch verschiedenste Mittel. Und wir haben eine Menge Geld gezahlt auf ein nicht näher bezeichnetes Konto. Und wir haben 2 Jahre lang gewartet. Und die Bücher tauchten auf. 210 Bände. Sie sind unbezahlbar. Unbezahlbar. Und dann hat JBs Team alles eingetippt. 410.000 Seiten und sie haben es fertiggestellt. 420.000 Seiten. Fertig. Deswegen haben wir es. Und deshalb kann ich eine Zeile ersetzen, die in diesem Kommentar weggelassen wurde. Juhu, JB, lasst uns ihm helfen. Gute Geschichte. Wie auch immer, wir machen in der nächsten Klasse weiter. Bei welcher Möglichkeit sind wir, Leute? Wir sind bei Möglichkeit Nummer 3. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Übrigens, diese Möglichkeiten dauern. Wenn du ungeduldig wirst mit einem Text, dann werden wir langsamer. Wenn du denkst, kann es nicht noch schneller gehen und du aber wirklich ein Yogi sein willst, dann mach absichtlich langsamer, verlangsame dein Tempo und verdaue es mit Genuss, mit Shamatha. Okay, wir sehen uns in der nächsten Klasse.